Sie haben gesagt, so hieß eine Rubrik in der Michael Jackson Zeitschrift Black and White, die es in den 90er Jahren gab. Und das ist der Aufhänger für die heutige Folge, denn es gab in den letzten Monaten unglaublich viele Meldungen von anderen Künstlern, die irgendetwas über Michael Jackson gesagt haben. Sei es Menschen, die auch selbst prominent sind, wie Bon Jovi oder Bruce Springsteen oder Sheila E., aber auch Menschen, die im Hintergrund mit Michael zusammengearbeitet haben oder ja, irgendwelche Meldungen von irgendwelchen Menschen, die irgendwie im Zusammenhang mit Michael Jackson standen und die in den letzten 5 Monaten etwas über Michael erzählt haben. Das fasse ich heute in dieser Folge zusammen und lasst uns keine Zeit verlieren. Hier ist heute MJ Update Folge 27 mit einem Special rund um News. Sie haben gesagt. Eigentlich sollte das heute eine News-Folge werden. Ich habe mich vorbereitet auf diese Folge, habe alle News zusammengetragen und es wurden so unglaublich viele News, dass ich mir gedacht habe, das kann ich unmöglich alles in eine Folge packen. Da hätte ich jetzt eine 3 oder 4 Stunden Folge gemacht, wo ich alle News der letzten 5 Monate zusammengetragen hätte. Deshalb teile ich das heute auf. Also es wird mehrere Teile geben, in denen ich jetzt auf verschiedenste News eingehe. Und im April gab es die letzte News-Folge. Die handelten über die Monate Januar bis März, also den Anfang des Jahres habe ich damit erklärt und berichtet. Jetzt sind wir im August, 5 Monate weiter. Und in der Michael Jackson Welt passiert ja eigentlich immer sehr viel und die News sind so unfassbar viele, dass ich mir gedacht habe, ja, jetzt teile ich das einfach auf. Und wie ich eben am Anfang erzählt habe, geht es heute um Künstler, die irgendetwas über Michael Jackson berichtet haben in den letzten Monaten. Und da steigen wir jetzt ein. Und wir fangen an, ich gehe chronologisch los von den Meldungen, die von April bis heute veröffentlicht worden sind. Und die erste Meldung ist vom 15. April und befasst sich um Bon Jovi. Jon Bon Jovi ist der Leadsänger der Band Bon Jovi und er hat in einem Geo-Interview erzählt, wie er damals mit Richie Sambora, das ist der Gitarrist der Band Bon Jovi, bei Michael eine Audienz sozusagen hatten in seinem Hotelzimmer. Bon Jovi, die Band und Michael Jackson waren zusammen in Tokio und Michael hat Bon Jovi und Richie Sambora in sein Hotelzimmer eingeladen und dort gab es wohl ein kurzes Gespräch. Über das Gespräch hat er gar nicht so viel berichtet, aber er dachte in der Situation, ey, wir sind jetzt cool mit Michael und wir laden ihn zu uns ein in sein Hotelzimmer. Michael lehnte das ab, er schickte aber einen Freund vorbei. Und der Freund war niemand Geringeres als Bubbles und Jon Bon Jovi erzählt eben die Geschichte, dass auf einmal Bubbles bei ihnen im Hotelzimmer war und er hat gefeiert wie ein Rockstar. Also eine sehr lustige Anekdote. Er hat wohl im Hotelzimmer rumgewütet und er fand das total lustig, dass Bon Jovi, dass Michael Bubbles zu Bon Jovi geschickt hatte und er sozusagen dort das Hotelzimmer auseinandergenommen hatte. Bon Jovi sagte, das war großartig. Bubbles kam runter und richtete Chaos an. Bubbles feierte wie ein Rockstar. Die Hotelleitung drohte alle rauszuwerfen, weil Bubbles so viel Chaos anrichtete. Ja, das ist die Geschichte von Bon Jovi, Bubbles, Michael Jackson in Tokio. Die nächste Meldung war ein paar Tage später, 18. April, und da hat die Band Boyz II Men erzählt, wie es damals bei den Aufnahmen des History-Albums war. Denn die Band Boyz II Men waren auch im Background von Michael Jacksons History-Album, ich glaube bei 2 Liedern zu hören. Und der Leadsänger erzählt Geschichten, wie es damals im Studio war und wie die Gespräche mit Michael waren. Michael sagte zu ihnen, die Branche ist verrückt, sie werden versuchen, dich auszunutzen. Du solltest deinen Wert kennen und niemals weniger machen, als man für sich selbst bereit wäre zu machen, sinngemäß. Und
ja, damit er berichtet, dass sie wohl sehr lange Gespräche hatten bei den Aufnahmen des History-Albums. Ja, das war die Meldung vom Boyz II Men. Und auf meinem Kanal findet ihr vom Boyz II Men noch eine Live-Aufnahme aus diesem Jahr, denn sie waren dieses Jahr in Köln und haben Michael Jacksons Song Don't Stop Till You Get Enough gecovert. Und auf meinem Kanal könnt ihr mal vorbeischauen und euch das anschauen. Ich verlinke euch das ja auch rein. Die nächste Meldung ist vom 22. April, also wir sind immer noch im April, da gab es einige Meldungen, die veröffentlicht wurden. Und zwar geht es um Jeffrey Daniels von der Band Shalamar. Er war damals auch Tänzer bei Soul Train. Soul Train war ja eine Fernsehsendung, wo junge Künstler oder junge Tänzer die neuesten Tanzmoves gemacht haben. Die war in den USA sehr, sehr, sehr beliebt. Und Jeffrey Daniels war auch für Michael Jackson tätig. Er hat wohl für mehrere Musikvideos mit Michael zusammengearbeitet. Er hat wohl die Choreografien mit Michael entworfen. Und zwar zu Songs wie Beat It, Bad, Smooth Criminal, They Don't Care About Us, aber auch zu Ghosts. Und er erinnert sich gerade Mitte der 80er an mehrere Besuche auf Havenhurst. Und er erzählt eben, dass er Michael Tanzschritte gezeigt hat, unter anderem auch den Backslide. Und er berichtet, dass Michael wie ein Schwamm war. Er hat wohl alles aufgezogen, was er ihm beigebracht hatte. Und auch das ist wieder eine schöne Anekdote, auch wie die mit Boyz II Men, wie man eben sieht, wie Michael mit den verschiedenen Künstlern zusammengearbeitet hat. Und das gibt sehr gute oder sehr schöne Einblicke in sein Schaffen, in seine Arbeit, in seine künstlerische Welt sozusagen. Ende April gab es zwei Meldungen noch, die im Zusammenhang mit Prince standen. Einmal will.i.am, der Leadsänger von den Black Eyed Peas, aber auch der Produzent, der mit Michael Jackson zusammen an den Thriller 25 Album gearbeitet hat, also die neuen Remixe kreiert hat mit Michael zusammen für das Album. Er berichtet hier nochmal, dass Michael wohl gesagt haben soll, Prince ist ein Fiesling. Diese Meldung ging damals im April rund. 50 Years of Stars, so hieß eine Titelseite vom People Magazine, also das 50-jährige Jubiläum der Zeitschrift. Und die Meldung ist aus Mitte Mai und da gab es ein unveröffentlichtes Video, also ein unveröffentlichtes Transkript eines Gespräches zwischen Bruce Springsteen und Michael Jackson. Das stammt vom 30. Dezember 1984. Die Jacksons haben gerade ein Victory-Konzert in Philadelphia gegeben und das People Magazine hat über Bruce Springsteen eine Titelstory gemacht und haben ihn wohl eine Zeit lang begleitet und alle Gespräche, die Bruce Springsteen damals mitgemacht hat, haben sie dokumentiert. Und in der Situation haben sie auch eine Aufnahme gemacht, wie ein Gespräch zwischen Bruce und Michael stattfand. Und das wussten alle. Bruce wusste das, Michael wusste das. Michael wusste, dass People Magazine eine Story über Bruce Springsteen macht. Und Bruce und Michael haben sich zusammen getroffen. Das People Magazine haben einfach ein Band laufen lassen. Und alle wussten darüber Bescheid. Und dieses kurze Gespräch zwischen Bruce und Michael wurde aufgenommen. Und darüber gibt es ein Transkript sozusagen und das wurde jetzt erstmalig veröffentlicht. Michael fragte Bruce, du redest ja auch mit deinem Publikum und Bruce gab Michael wieder, ja, das mache ich spreche mit dem Publikum. Michael gab dann zu verstehen, ja, da geht so ein bisschen die Magie verloren, die Magie der Songs, weil man ja eigentlich eine Show darbietet und wenn man mit dem Publikum spricht, geht das ein bisschen verloren. Bruce meinte wohl zu ihm, er verstehe, was er meine, aber die Leute rasten halt aus, wenn man mit ihnen spricht. Und das habe ich auch schon an anderer Stelle gehört, dass Bruce Springsteen Michael eben auch dazu inspiriert hatte, mit dem Publikum zu interagieren, dass er das dort eben das erste Mal wahrgenommen hat. Und das hat er ja auf der Bad Tour noch nicht wirklich gemacht, aber ab der Dangerous Tour und auch History Tour gab es ja immer eine Passage, wo Michael auch mit dem Publikum interagierte und sprach. Dann ging es darum, was macht man nach dem Konzert? Geht man direkt ins Bett? Feiert man? Wie auch immer.
Und da waren sich beide einig, beide gehen nach einem Konzert nicht direkt ins Bett. Bruce Springsteen gab zu verstehen, er ist noch bis morgens 4 Uhr wach. Michael sagte auch, er ist wach, er lese viel oder gucke Fernsehen nach einer Show. Und Bruce fragte ihn daraufhin, ob er denn auch ausgehen würde. Und Michael sagte darauf, ja, das ist nicht so sein Ding, dass er nicht so gerne ausgehen würde. Dann fragte Michael Bruce nach dem Song Fire, den Bruce Springsteen für die Pointer Sisters geschrieben hatte. Und Bruce Springsteen gab ihm zurück, ja, ich habe das innerhalb von 10 Minuten geschrieben. Dann sagte Michael noch, dass seine Sekretärin wohl ein großer Bruce Springsteen-Fan ist und sie würde am liebsten Weihnachten mit ihm verbringen. Worauf Bruce wohl lachte, ja, warum denn nicht Thanksgiving? Michael fragte ihn dann, wie es für ihn sei, hier so ein Interview zu machen für People oder so eine Story zu machen für People. Und Bruce Springsteen sagte sowas, ja, ich habe einfach gesagt, ja, wir machen das und wir gucken, wie es läuft. Und Michael gab darauf zu verstehen, ja, ich könnte das nicht machen, ich könnte da niemandem vertrauen, so ein Interview oder mich so zu begleiten zu lassen. Und wenn man das so hört, hätte er sich mal lieber daran gedacht, als er diese Martin Bashir-Doku später gemacht hätte. Ja, und dann verließ Michael Bruce Springsteen und Bruce Springsteen sagte noch abschließend, oh, das ist aber ein netter Kerl. Wir sind immer noch im Mai, auch so um den 23. Mai herum gab es eine Meldung von Nile Rodgers, der Sänger und Erfinder der Band Cheek. Aber Nile Rodgers hat auch sehr viele Songs geschrieben für andere Künstler, für David Bowie, für Madonna, für Diana Ross. Und er ist auch auf Money von Michael Jackson in den Gitarrenriffs zu hören. Nile Rodgers hat sich jetzt gerade auch nochmal gemeldet, als die Apple Top 100, also die 100 besten Alben veröffentlicht wurden, eine Rankingliste von Apple. Und dort gelang Thriller von Michael Jackson auf Platz 2 der Charts. Auf Platz 1 war Lauryn Hill mit ihrem Album. Nile Rodgers erzählte, dass das Album für mich die Welt verändert hat. Dass ein schwarzer Künstler ein Video wie Thriller drehte, veränderte die Welt. Jedes Kind auf der Welt kannte fast jeden Song von dem Album. Und damit erinnert er sich nochmal an die Zeit, als das Album rauskam. Auf Flat TV, auf YouTube, erinnert sich der, ja, was ist das? Der VJ von MTV, Bill Bellamy, der ein Interview gemacht hat mit Michael Jackson, als das History-Album rauskam 1995. Bill Bellamy erinnert sich, es war elektrisierend. Er hatte MJ zum Lachen gebracht in dem Interview und dass ihm das gelang, darauf war er sehr stolz. Und er sagt auch, was habe ich gemeinsam mit Diane Sawyer, mit Oprah Winfrey? Ich habe Michael Jackson interviewt. Er berichtet, wie unglaublich er war, mit einem Star dieser Größe zusammen in einem Raum zu sein. Da sagte er sich, ist das jetzt hier echt? Ist das eine reale Situation? Er konnte das gar nicht glauben, dass er die Möglichkeit hatte, Michael Jackson zu interviewen. Matt Fitz ist, glaube ich, der Bodyguard damals gewesen. Und er erinnert sich an die Zeit, als er das erste Mal mit Michael zusammen Eminems Diss-Song über Michael Jackson anschaute. Und er erzählte, wie Michael damit umging. Michael sagte, etwas unbeeindruckt, es ist, was es ist, und ging danach einfach raus. Weiter erzählte Matt, wie Michael danach umging, weil danach kaufte Michael Eminems kompletten Musikkatalog. Und Fitz erinnert sich an ein Folgegespräch mit Michael, wo Michael sagte, ich habe nochmal darüber nachgedacht. Nun muss er mich jedes Mal fragen, wenn er etwas von seinen Songs spielen möchte. Und damit war die Geschichte für Michael erstmal erledigt. Und das war die Art, wie Michael damit umging, statt Eminem zu verklagen oder öffentlich gegen Eminem zu dissen. Er respektierte ihn als Künstler, das hatte er wohl auch in dem Zusammenhang schon gesagt. Aber für ihn ging das gar nicht, dass andere Künstler so über andere Künstler herziehen. Und das war eben Michaels Art. Er kaufte dann Eminems Musikkatalog, die Musikrechte. Das heißt, wenn jetzt
Eminem seine Songs auf einer Tournee spielen wollte oder ob Eminem seinen Song für eine Werbung einsetzen wollte, musste Eminem immer Michael fragen, ob er das machen durfte. Und Michael verdiente auch noch mit daran, weil er eben die Rechte hatte. Und wir wissen ja, dass der Michael Jackson Estate, nachdem Michael verstarb, ja die Rechte an Sony verkauft hatte und Sony hat dann auch Eminems Songrechte wieder an Eminem zurückverkauft. Das heißt, Eminem konnte dann 2016 seine Songrechte wieder zurückkaufen und so endet denn diese Geschichte. In einer deutschen YouTube-Sendung, die Musikwelt Backstage auf YouTube, erzählt George Kawinski, das ist ein Tourneeleiter vom Mama Concerts, erzählt die unglaublich spannende Geschichte, wie Michael während der Bad Tour in Berlin war. Und als Michael in Berlin ankam, sah er schon in der Nähe des Hotels den Zoo Berlin. Und Michael stellte über Bill Bray, glaube ich, die Anfrage an George Kawinski, dass Michael gerne in den Zoo gehen wollen würde. George Kawinski als Tourneeleiter schaute danach, ja, wie kriege ich das jetzt hin? Und er dachte, okay, er rief beim Zoo Berlin an, um zu fragen, ob es möglich wäre, ob nach Geschäftsschluss Michael Jackson den Zoo besuchen könne, vielleicht eine Privatführung bekommen könnte, dem der Zoo auch zustimmte. Aber der Manager oder der Menschen aus Michaels Umfeld gaben George zu verstehen, nee, Michael wolle jetzt in den Zoo gehen. Also gerade mal eine halbe Stunde, nachdem er im Hotel ankam, wollte er in den Zoo gehen. Und George berichtet eben, dass draußen vor dem Hotel Fans waren, es war Chaos im Hotel, es war alles voll und es standen überall viele Menschen und auf einmal sagte Bill zu George, ja, wir sind jetzt bereit, wir können losgehen. Und George so, wo ist denn Michael? Und dann stand Michael verkleidet neben Bill und dann sind sie zusammen runter in die Garage und sind von der Garage aus dann rüber, ja, wollten sie in den Zoo fahren, aber der Zoo, der war so nah, dass George oder auch Bill hat gesagt, ja, lass uns zu Fuß gehen. Und George war hoch alarmiert und aufgeregt, wie wollen wir jetzt mit Michael Jackson dorthin gehen, hoffentlich sieht uns keiner. Und er erzählt auch die Geschichte, dass es damals so einen Autogrammsammler gab, Rüdiger heißt er, vor dem hatte er schon Angst, weil er immer wusste, wo die Stars sind. Und wenn George irgendwo unterwegs ist, also er selbst, dann weiß Rüdiger quasi, okay, wenn George hier ist, dann muss der Star, also Michael in dem Fall, auch nicht weit sein. Und so erzählt George die Geschichte, wie sie eben vom Hotel zu Fuß in den Zoo rübergegangen sind. Und es kam genauso, wie es kommen musste. Sie haben sich so geschlichen, dass sie gar nicht bemerkt wurden, aber auf einmal kam vom Zoo Richtung, ja, die drei zusammen, auf einmal der Rüdiger, und er war total aufgelöst, weil er eben realisiert hatte, dass da Michael verkleidet war. Und George hat Rüdiger dann sehr eindringlich gesagt, weil das wohl auch eine heikle Situation ist, wenn irgendwo so ein Fan oder Sammler unterwegs ist, die prallen ja auch gerne mal, boah, ich habe gerade Michael, guck, hier sind die Autogramme gesehen, und dann sind auf einmal, scheucht der alle Fans auf und dann rennen die zum Zoo. Aber George hat ihnen sehr eindringlich gesagt, Rüdiger, du kriegst dein Autogramm, weil Michael und Bill haben schon signalisiert, ja, der wird sein Autogramm bekommen. Aber George hat ihm sehr eindringlich gesagt, wenn du jemandem erzählst, dass du hier Michael gesehen hast, ist es das gelaufen. Ich werde dir nie wieder irgendwie helfen, weil die kannten sich schon, weil er war immer nett, also Rüdiger als Sammler war immer nett und er wusste immer Bescheid, wo wer war. Aber George gab ihm auch zu verstehen, wenn du das hier vermasselst, wenn hier gleich Fans auftauchen und wir nicht in Ruhe in den Zoo gehen können, ist es das gewesen für dich. Und so bekam Rüdiger seine Autogramme und er war wohl total aufgeregt, und dann sind sie weiter in den Zoo gegangen und das war ein Sonntag. Und sie waren im ganz normalen Zoobetrieb an einem Sonntag, Michael verkleidet, im Zoo unterwegs. Und er wollte zu den Affen, sie gingen durch den Zoo und er erlebte mehr oder weniger einen normalen Zootag.
Insgesamt ist das eine sehr spannende Geschichte. Guckt es euch auf jeden Fall bei die Musikwelt Backstage auf YouTube an. Auch die Links wie immer in der Beschreibung. Mitte Juni erinnert sich Maya, die Sängerin, daran, dass sie an den Aufnahmen für What More Can I Give mitgearbeitet hatte. Sie erinnert sich, sie war gerade in einer Phase, wo sie frei hatte. Sie hatte sich bewusst freigenommen. Dann kam aber diese Anfrage, ob sie da mitmachen möchte bei What More Can I Give. Und sie erinnert sich daran, wie sie ins Studio kam. Luther Vandross, der Sänger, der war auch gerade im Studio und hat seinen Part für What More Can I Give eingesungen. Sie gaben sich quasi die Klinke in die Hand. Das war auch das letzte Mal, dass sie Luther sah. Ja, dann ging Maya ins Studio, nahm ihren Part für What More Can I Give auf. Und sie erinnert sich, dass dann Michael anrief und für sie Happy Birthday sagen, weil er sie hatte an dem Tag Geburtstag, als sie ihren Part für What More Can I Give einsang. Und sie war davon total beeindruckt, dass Michael Jackson sich Zeit nahm, wusste, wann sie im Studio ist und anrief, um dann für sie Happy Birthday zu singen. Ebenfalls Mitte Juni erschien die Meldung im britischen Mirror. Da erinnert sich der PR-Berater Alan Edwards an eine Situation vor oder nach der O2 Pressekonferenz aus März 2009. Wir wissen ja, dass Michael auf dieser Pressekonferenz war und die This Is It Konzerte beworben hatte. Und er berichtet eben, dass er einen sehr ausgelassenen Michael erlebt hatte, der mit so einem Buggywagen rumfuhr, Bälle auf Leute geworfen hatte und gelacht hatte. Er erinnert sich halt noch an dieses laute Lachen von Michael. Und es muss wohl eine sehr ausgelassene Situation gewesen sein, was ja auch wiederum ein bisschen in Kontrast steht zu der Vorgeschichte, wie Michael dorthin fuhr, weil im Hotelzimmer haben sich ja nicht ganz so gute Szenen abgespielt. Da muss ich wieder auf dieses Buch hier kommen. Da stehen ein paar nicht so schöne Situationen drin, rund um diese Pressekonferenz. Aber offenbar gab es auch unmittelbar vor oder nach dieser Pressekonferenz auch eine entspannte Situation, dass Michael irgendwie wieder gelöst sein konnte, sage ich es mal so. Auf YouTube, auf dem Kanal BHIATL heißt es, glaube ich, hat Emmanuel Lewis ein langes Interview gegeben. Da gibt es eine Langfassung, fast eine Stunde geht das, wo er auch immer wieder auf Michael Jackson zu sprechen kam. Und er erinnert sich an verschiedene Situationen, wie Michael eben in der einen Sekunde der Typ sein konnte, ey, lass uns zu McDonald's Fritten holen. Und in der nächsten Sekunde war Michael die Ikone. Und er fand das total beeindruckend, wie Michael eben immer wechseln konnte in der ganzen Sache. Das Interview ist sehr umfassend, also guckt es euch am besten mal an, da gibt es sehr viele Anekdoten, die er erzählt. Am 8. Juli hat Neo auf seinem Instagram-Account ein Foto veröffentlicht, wo er in München vor dem Michael Jackson-Denkmal stand und hat da auch dazu geschrieben, ohne Michael hätte es mich nicht gegeben, und hat auch nochmal damit Michael Tribut gezollt. Mitte Juli gab es die Meldung von dem indischen Musiker und Komponisten A.R. Rahman. Er erinnert sich an Treffen mit Michael. Er hat in der malaysischen Online-Zeitung Malaysian Today oder Free Malaysian Today auf YouTube ein Interview gegeben. Und er erzählt, dass eben Michael auch ein netter Kerl war. Sie sprachen über Musik und Weltfrieden. Und das war auch eine Begegnung, die Anfang 2009 stattfand. Und das war die Zeit, wo er für den Score, für die Musik, für den Film Slumdog Millionaire, also dieser indische Film, der damals auch den Oscar gewonnen, also mehrere Oscars gewonnen hatte. Und er sagte sinngemäß zu Michael, ja, wir können uns treffen, wenn ich den Oscar gewinne. Und ja, er hat den Oscar gewonnen für den Film-Soundtrack. Und am nächsten Tag der Oscarverleihung hat er Michael in Los Angeles getroffen. Und da erinnert er sich eben an dieses Gespräch, wo sie über Weltfrieden sprachen, wo Michael zu ihm auch sagte, lass uns doch ein neues We Are the World machen, ob er da Interesse dran hätte. Und Michael erzählte ihm auch, dass er den Film Slumdog Millionaire eben auch liebte. Und es gibt ja auch das wurde hier leider nicht näher beleuchtet, ob sie tatsächlich auch an einem Song gearbeitet hatten. 2001 oder 99, so in der Zeit,
während der Michael Jackson What More Can I Give Konzerte und in den Vorbereitungen zu den Invincible-Album hieß es ja, dass die beiden an einem Song arbeiten sollten, der aber bis heute immer noch unveröffentlicht ist, sofern er denn aufgenommen wurde. Ebenfalls Mitte Juli erinnert sich der Gitarrist Michael Thompson auch wieder an seine Arbeiten während dem History-Album, dass er ins Studio kam für den Earth Song und hat dort, es gab wohl Probleme, Michael gefielen die Instrumentalisierung nicht für den Earth Song und er hat verschiedene Musiker ausprobiert und Michael Thompson sollte das jetzt richten und Michael Thompson hatte ja so einen Effekt, der sich E-Bow nennt. E-Bow, also ich weiß nicht genau, was das ist. Ich kenne mich mit Gitarren nicht aus, aber sind wohl besondere Klangeffekte, die dann auch im Earth Song eingebaut wurden. Und er erzählt eben, dass er daran gearbeitet hatte und plötzlich war Michael irgendwie nach über einer Stunde auf einmal neben ihm im Büro und hatte ihm zugehört und gespannt zugelauscht, was er gar nicht bemerkt hatte, dass Michael auf einmal da war. Als dann Thompson wieder zurück auf den Weg nach Los Angeles war, die Aufnahmen für History fanden ja in New York statt, bekam er direkt den Anruf, er wird nochmal gebraucht und so ging es direkt wieder zurück nach New York für ihn und um an ähnliche Effekte für They Don't Care About Us zu arbeiten. Und ja, so war er auch nochmal beeindruckt für diese Budgets, die für das Album freigesetzt wurden. Wenn man mit Michael arbeitete, ist man hin und her geflogen und man hat dann eben die Möglichkeit gehabt, dann auch mal wieder ja, für den nächsten Song daran zu arbeiten. Ende Juli erzählt Steve Porcaro, der Musiker von der Band Toto, der ja Human Nature auch für Michael geschrieben hatte, er erzählt die Geschichte, dass eben auch die Songs Chicago 1945 und Dream Away damals aufgenommen und geschrieben worden und er hatte die Rechte an den Michael Jackson Estate verkauft. Das heißt, diese Songs sind jetzt offiziell im Besitz des Michael Jackson Estates und er hat sie im niedrigen achtstelligen Bereich dort verkauft und sie gehören zu 100%. Er hat alle Rechte an den Songs abgegeben. Bevor er das gemacht hat, hat er an diesen Songs aber noch weitergearbeitet mit Originalmusikern aus den Thriller Sessions, unter anderem mit Greg Phillinganes und Jerry Hay, also das sind der Keyboarder oder auch der einer der Bläser, der Trompete spielt und so weiter auf den Alben, haben hier nochmal auch jetzt aktuell mitgeholfen, die Songs zu vollenden. Und in diesen Versionen wurden sie jetzt offiziell an den Michael Jackson Estate übergeben. In dem Zusammenhang, das ist wohl ein New York Times Interview, erzählt er auch nochmal, wie es damals zu dieser Zusammenarbeit kam. Michael fuhr zu ihm und stand plötzlich vor der Türe und lass uns doch Dream Away aufnehmen. MJ hatte Songtexte in sein Notizbuch dafür verfasst und ja, er beschreibt Dream Away in einer Art von Human Nature, also ähnlich melancholisch soll das sein. Steve sagt in dem Zusammenhang auch, er hat immer gedacht, dass er eines Tages mit Michael an diesen Songs weiterarbeiten würde und diese Songs finalisieren würde. Und die Zeit hat ihn aber gelehrt, es ist zu wenig Zeit da, auf einmal war Michael eben nicht mehr da. Steve digitalisierte die Bänder und arbeitete eben, wie eben gesagt, mit den Künstlern an diesen Songs weiter und verkaufte sie dann letztendlich an den Michael Jackson Estate. Ja, vermutlich werden in einen der kommenden Veröffentlichungen des Michael Jackson Estates diese Songs auch irgendwann mal veröffentlicht werden. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Die Songs selbst sind ja auch aus Chicago 1945, ist ja auch illegal im Internet zu hören. Ob das diese Version ist, die auch da jetzt bearbeitet wurde, das wissen wir nicht. Die Version, die im Internet ist, die wurde ja damals letztes Jahr bei Brad Sandberg in the Studio with MJ, wurde ja die Festplatte geklaut und das ist einer der Veröffentlichungen, die davon entstanden sind. Janet Jackson wurde im Rahmen ihrer kommenden Together Again Tour vom BBC interviewt. Sie gibt ja jetzt in England in der O2 Arena 2 Konzerte. Da wurde noch ein Folgetermin nachgeschoben, weil die Nachfrage so groß war. In Deutschland findet ihr übrigens Konzerttickets auf allen
Anbietern, Eventim, Ticketmaster. Es gibt noch Tickets für Köln, München und für Berlin. Und ja, ich habe für Antwerpen, Köln und Amsterdam Tickets. Aber Janet Jackson hat im BBC-Interview wurde sie gefragt, wie es für sie ist, Scream zu performen. Und da hat sie eben erzählt, dass sie jedes Mal, wenn sie das performt, durchlebt sie nochmal diese Reise und erinnert sich dabei daran, wie sie damals mit Michael ja, daran geschrieben hatte und erinnert sich daran, was Michael damals durchgemacht hatte, als sie das veröffentlicht hatten oder als sie daran zusammengearbeitet und getextet hatten. Es gibt ja die Janet Jackson Doku, die vor 2-3 Jahren in den USA veröffentlicht wurde. Janet Jackson heißt sie. Das ist eine 4-teilige Doku-Serie, wo Janet über ihr Leben berichtet. Und da veröffentlicht sie ja auch eine kurze Passage, wie sie zusammen mit Michael im Hotelzimmer in New York oder im Apartment in New York, das Michael angemietet hatte, wie sie da zusammen an diesem Song arbeiten. Und das ist auch nochmal eine sehr schöne Doku und auch eine sehr berührende Geschichte. Sheila E. erzählt in der Jason Talk Show in den USA, hat sie berichtet und auch einiges bestätigt, was rund um Prince und Michael Jackson bekannt ist. Sheila E. ist ja eine Musikerin, die auch im Prince-Universum unterwegs war. Sie hat in der Begleitband The Revolution gesungen und war mit Prince getourt. Sheila E. ist aber auch alleine als Sängerin und als Trommlerin unterwegs. Ja, in der Jason Talk Show hat sie erzählt, wie es damals war, als das Tape reinkam von Michael Jackson mit dem Song Bad. Sie haben es nämlich zusammen gehört, also wahrscheinlich die Band, die Revolution und die Musiker, die damals im Studio waren, im Paisley Park bei Prince, so hieß das Anwesen von Prince. Prince hörte den Song und der fängt ja an mit Dein Hintern gehört mir, Bad is mine. Und da hat Prince direkt gesagt, was? Dein Hintern gehört mir. Und dann hat Prince wohl schon irgendwie direkt gesagt, ja, ich bin mal weg. Aber Prince kam wieder zurück und er hat gesagt, komm, lass uns mal anfangen, eine eigene Bad-Version zu machen. Und die Musiker haben wohl eine super funkige Version vom Bad gemacht. Und Sheila E. sagte, ich kann kaum abwarten, was Michael dazu sagen würde, wenn er diese Version bekommt. Und als sie fertig waren, und Sheila E. sagte auch, das war gar nicht so unüblich. Wir haben uns häufig im Studio zusammengetan und haben irgendwelche Songs nachgespielt von anderen Künstlern und haben da unsere eigenen Versionen gemacht. So haben sie eben aus Bad ihre eigene Version gemacht. Und ja, als sie damit fertig waren, ist Prince zum Schalter gegangen und hat den Löschen-Button gedrückt. Also hat die Aufnahme wieder gelöscht. Auch das war nicht unüblich, bestätigt Sheila E., dass Prince, wenn ihm Sachen nicht gefielen oder wenn er einfach nur jammen wollte und ja, dann hat er es einfach gelöscht. Wie Prince zu dem Song letztendlich stand, also dadurch, dass er gelöscht wurde, könnte man jetzt ja sagen, dass Prince davon nicht überzeugt war und er hat ja dem Duett auch nicht zugestimmt. Und aus anderen Interviews weiß man ja auch, dass Prince gesagt haben soll, ein Song, der mit der Zeile beginnt, Dein Hintern gehört mir, das singe ich nicht. Da war er aus der Sache raus. Und ja, so endet die Geschichte von Sheila E. in der Show. Leider, ich hätte es ja auch gerne gehört, aber leider gibt es diese Version von Prince nicht. Stephanie Miles erinnert sich eben an ihre Beziehung mit Michael aus den 70ern. Sie sagt, ich habe ihn geliebt, wir hatten eine tolle Freundschaft, eine tolle Beziehung. Er wurde für nichts verurteilt und ich kenne ihn sehr gut und deshalb werde ich niemals aufhören, ihn auf Social Media oder öffentlich zu unterstützen. Also eine gute Freundin von ihnen aus den 70ern, die ihn auch immer wieder begleitet hatte, offenbar, und immer wieder an ihn gedacht hat, hört nicht auf, positiv über ihn zu berichten. Das war MJ Update Folge 27 mit einem Spezial. Sie haben gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr
alle Quellen zu den Interviews, zu den YouTube-Videos und zu den Online-Seiten, wenn ihr das nochmal alles genau nachverfolgen wollt, wer was wie gesagt hat, findet ihr das in der Videobeschreibung. Ich freue mich darauf, wenn ihr diese Folge liked, kommentiert, teilt, den Kanal abonniert. Die Super Thanks Funktion gibt es. Ja, ich freue mich, wenn ihr mich in irgendeiner Weise unterstützt. Bald geht es ja nach München zu den Jacksons und Tickets kriegt ihr ja auch auf Eventim und überall da, wo es Karten gibt. Und da werde ich sicherlich auch demnächst eine Folge drüber machen, über die Reise nach München zu den Jacksons. Ja, live im Zirkus Krone. Die nächste News-Folge kommt bestimmt. Ich weiß noch gar nicht, wie ich diese nächsten News-Folgen hier aufbereite, weil es sind so unglaublich viele News. Da werde ich sicherlich noch so ein paar Themen raussuchen und über die ein oder anderen Themen auch zusammenfügen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn es wieder heißt MJ Update Folge 28. Da sind wir schon, wir nähern uns der 30. Juhu. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen September und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.